Leute, es geht Schlag auf Schlag bei Porsche. Es ist irre. Die dritte Woche in Folge wurde ein neues Fahrzeug vorgestellt. Cayenne Turbo GT. Und ja, ich bin total overdressed. Porsche nimmt da keine Rücksicht auf mich. Ich war vorhin noch ein bisschen formell unterwegs, deswegen bin ich jetzt so schick. Ja, Cayenne Turbo GT, absolut krankes Fahrzeug. Ein bisschen sinnlos, aber ist einfach nur brutal und irgendwie fasziniert es mich. Es fasziniert mich wirklich, wie man so ein Fahrzeug so krass sportlich machen kann. Ihr habt es bestimmt schon gesehen, Porsche war Mitte Juni auf dem Nürburgring unterwegs und hat 2 neue Rundenrekorde aufgestellt. Einmal mit diesem Cayenne Turbo GT, der diese Nordschleife in 7 Minuten 38,9 umrundet hat. Dann natürlich mit dem GT2 RS Manthey Racing, heißt jetzt natürlich anders, damit man gegenüber AMG behaupten kann, dass das jetzt ein Serienfahrzeug ist. Da gehe ich gar nicht jetzt so drauf ein. Ich finde das relativ kindisch, auch die Reaktion von AMG über die Social Media Kanäle. Ich blende den Post mal ein. Ne? Zwinker-Smiley. Ja, für mich der Rekord erzählt ist immer noch vom 919 Evo aus dem Jahr 2018. Das war einfach nur, das ist ein Rundenrekord. Ne? Und natürlich auch noch mit dem Panamera, glaube ich, halten sie auch noch gerade den Rundenrekord. Das heißt, in 4 Disziplinen ist Porsche gerade Nummer 1. Ja, Cayenne Turbo GT, bevor wir in den Konfigurator hüpfen, einmal kurz fix die Überblicke. Gibt es nur als Coupé-Variante dieses Fahrzeug und es ist ja performance-technisch komplett erneuert und weiterentwickelt. Der Motor kommt aus dem Cayenne Turbo. Kennen wir alle, 4 Liter Biturbo-Aufladung. Leistet jetzt aber 640 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment. Sprint auf 100, 3,3 Sekunden ist die Werksangabe. Von dem Fahrzeug, was 2 Tonnen wiegt. Ey, das ist nicht normal und dann auch noch so riesengroß ist. Das 3-Kammer-Luftfahrwerk, was serienmäßig verbaut ist und wir auch aus vielen anderen Porsches kennen, wie dem Taycan, Panamera und auch den anderen Cayenne-Modells, ist um 15% steifer. Das Fahrzeug liegt 17 mm tiefer als normaler Cayenne Turbo. Die Assistenzsysteme wurden auch erneuert. Das heißt, das passende Servolenkung plus Hinterachslenkung und das PDCC ist auch in einer Cayenne Turbo GT spezifischen Abstimmung. Wir haben 22 Zoll Räder auf Pirelli P Zeros, die auch nochmal extra für den Cayenne Turbo GT entwickelt wurden. Serienmäßig ist auch die Porsche Ceramic Composite Brake, also die Keramikbremsanlage PCCB, verbaut und da kann man auch nicht auf Stahl umrüsten. Das ist hier wirklich ein Fahrzeug, kaufen, einsteigen und ab auf die Rennstrecke, aber macht man das mit einem Cayenne? Also mir erschließt sich der Sinn nicht, aber es ist krass, was technisch möglich ist. Es ist wirklich eine enorme Leistung. Finde ich schon fast interessanter als der GT2 RS, was man hier gemacht hat. So ein bisschen wie in einem Computerspiel, wo man wirklich ein Fahrzeug ins Unrealistische auftun kann. So stelle ich mir den Cayenne Turbo GT vor. Optisch ist es auch noch anders. Wir haben einmal eine neue Sonderfarbe, die es noch nirgendwo gibt. Arctic Grau. Zu den Farben kommen wir gleich im Konfigurator. Ist ein bisschen enttäuschend, bin ich ganz ehrlich. GT-spezifischer Bugteil ist auch neu. Kühleinlässe sind auch neu. Spoilerlippe von dem aktiven Spoiler, der sich ausfährt, der beim Cayenne Coupé jetzt nicht so gelungen ist, meiner Meinung nach, ist auch nochmal größer. Ja, und bei Topspeed, 300 km/h übrigens, 40 Kilogramm Downforce. Ich glaube, das Auto ist so schwer, ich weiß nicht, ob das nochmal extra Downforce braucht, aber es ist eine interessante Statistik. Im Interieur hat sich auch einiges getan, ganz viel Alcantara und auch ein besonderes Design. Neues Infotainment, das PCM 6.0 ist natürlich auch verbaut und deswegen hüpfen wir jetzt mal rüber und machen mal den Konfigurator an. Ja, und hier haben wir die ganzen Cayenne-Varianten. Es geht bei 80.000 Euro los beim normalen Cayenne. Jetzt haltet euch fest, wie teuer der Turbo GT ist. Hier haben wir den Turbo SE Hybrid, 180.000 Euro, der ja schon 680 PS hat. Natürlich schwerer, deswegen nicht so schnell, aber ich glaube 0,5% Verzinsung hat, ne? Ja. Und da ist er. Cayenne Turbo GT.
196.078 Euro. Auslieferung soll schon Mitte September starten. Das heißt, es geht jetzt relativ zügig zur Sache. Schmeißen wir den Konfigurator mal an. Und das geht jetzt tatsächlich relativ fix, weil man kann gar nicht so viel machen. Hier erstmal die große Enttäuschung meiner Meinung nach. Farbauswahl. Also es ist jetzt ein Auto, mit dem man auffällt und ich glaube auch auffallen möchte. Und es gibt keine wirklich knallige Farbe auf diesem Auto. Wir haben einen Blauton und einen Mahagoni-Ton. Mahagoni Metallic ist so ein Braunton. Und hier ist die neue Farbe Arctic Grau. Das sieht, finde ich, sehr nach Achatgrau aus, ohne Metallic Flakes, aber kein Lava-Orange, wie beim normalen Cayenne. Oder auch andere schöne Farbtöne, auch Python Grün zum Beispiel nehmen können oder Kaminrot, was es natürlich auch beim Cayenne gibt. Hier alles nicht verfügbar. Also was muss man machen? Individualfarbe und zack ist das Auto über 200.000 Euro. Räder ist nur eins verfügbar, das GT-Designrad in Neodym, Platinum-Seidenglanz, Schwarz-Hochglanz, Schwarz-Eigenglanz und Tiefseeblau-Seidenglanz. Sachen gibt's, oder? Das ist schon echt krass. Ich bleibe mal bei Schwarz-Seidenglanz. Passt, finde ich, ganz gut zu dem Plastik an der Seite. Ja, Innenausstattung ist jetzt hier ganz spannend. Hier sehen wir mal das neue Design. Das ist wirklich racy, ne? Also hier schön das Alcantara auf dem Lenkrad, das Alcantara auf der Mittelarmlehne, oben auf dem Armaturenbrett das Alcantara. Und hier sehen wir das auch mit dem Turbo GT Logo in der Kopfstütze, schön in diesem Neodymen Kontrastläden und Neodym-Gesticke. Sehr, sehr hübsch. Und das erinnert mich so ein bisschen an den Exclusive Series, gerade bei dem Panamera Turbo S vom 971.2. Sieht es sehr ähnlich aus und ja, ich glaube, das passt ganz gut zu dem Fahrzeug. Das kann man auch noch in Arctic Grau haben, wenn man das möchte. Finde ich ein bisschen langweilig. Ich glaube, bei dem Fahrzeug kann man da ruhig in Neodym bleiben. Lederausstattung gibt es auch noch, wenn man möchte. Wichtig ist hier auch alles im Prinzip gratis, nicht aufpreispflichtig, außer wenn man jetzt Bordeaux Rot nehmen möchte. Bei den Sitzen haben wir zur Auswahl 8 Wege oder 18 Wege. Hier ist nur das Problem, wenn ich dieses schöne Design haben will, dann kann ich nicht die 18 Wege nehmen. Da will man mir auch gleich noch das Porsche InnoDrive mit dazu geben, was ich auch tatsächlich empfehlen würde. Das ist wirklich toll im Cayenne. Aber dann ist dieses schöne Design weg und wir sind bei der Lederausstattung. Dann kann man halt wählen, das Schwarze oder das Rote. Ich würde aber gerne das schöne Turbo GT-spezifische Interieur behalten. Also bleiben wir bei 8 Wegen elektrisch. Ja, Exterieur, wie wir das von anderen Cayennes auch können. Viele Teile, die man lackieren kann, Modellbezeichnungen, Dekorschriftzüge. Hier ist wirklich nichts GT-spezifisches dabei. Das Fahrzeug ist aber halt auch einfach schon fertig. Antrieb, Fahrwerk, da kann man tatsächlich auch gar nichts mehr machen. Das ist wirklich alles fix, ne? Also PCCB-Bremse, PDCC, Hinterachslenkung, alles. Servolenkung plus Sport-Chrono-Paket, alles drin. Die geile Titanabgasanlage, die sich mega anhören muss. Ist natürlich auch verbaut, was man machen kann. Die Bremssättel in schwarz. Finde ich auch immer ganz schön. Mir gefallen gelbe Bremssättel nicht so sehr. Das sieht jetzt schon richtig böse aus, was, glaube ich, zu dem Charakter dieses Fahrzeugs auch sehr gut passt, oder? Was meint ihr? Ja, Licht können wir Matrix LED-Licht auswählen, auch gratis. Gehen wir mal kurz weiter. Das finde ich ganz schön, weil es gibt ja auch den einen oder anderen, der dieses digitale Licht nicht so sehr mag, wenn die Fahrzeuge ein- und ausgeblendet werden, sondern das normale eher mag, wo es einfach ein normaler Fernlichtassistent ist. Das heißt, es wird aufgeblendet und abgeblendet. Das Schöne bei Matrix LEDs, das nutzt halt hier bei den Hauptscheinwerfern einfach den Raum schöner aus und das Fahrzeug sieht dementsprechend stimmiger aus, während das normale halt so ein bisschen klein und verloren da drin aussieht. LED-Rücklichter kann man natürlich auch noch abdunkeln, Privacy sogar mit Geräusch- und Werbeschutzverglasung kann man auch noch dazu nehmen. Das ist beim Cayenne auch wirklich etwas, wo ich sage, jo, generell auch beim Cayenne, da lohnt sich das wirklich ein sehr, sehr ruhiges Fahrzeug. Ja, Komfortassistenzsysteme, hier kann man jetzt wirklich richtig tief reingehen. Head-Up-Display, Surround-View, Nachtsichtassistent. Da muss ich auch sagen, braucht man eigentlich nicht. Also so krass ist es nicht. Man guckt dann auch immer so nach unten. Aber dennoch, ja, Remote Park Assist, ja, wenn man nicht selber einparken möchte, dass man es vom Handy aus machen kann man es auch empfehlen. Porsche InnoDrive haben wir schon ausgewählt, das heißt hier das Ganze, ich glaube den Spurwechselassistent müssen wir noch dazu nehmen, genau. Die ganzen anderen sind halt schon drin. Ja, Komfortzugang, Soft-Close-Türen, schon mal 210.000 Euro. Im Interieur, beheizbare Frontscheibe ist auch wirklich nice to have, falls man das Fahrzeug im Winter bewegen möchte. Mit 640 PS kann man das natürlich auch machen. Geht bestimmt gut quer. Vielleicht ganz lustig.
Ja, Ionisator, ambiente Beleuchtung. Man kann wirklich alles reinballern, wie man auch in einem normalen Cayenne das möchte. Also in komplett Luxus über die Nordschleife in 7 Minuten 38,9. Sitzbelüftung kann man natürlich auch nehmen. Hier wundert es mich nicht, ja, das Alcantara macht es nicht mit, deswegen ist noch die Lederausstattung verfügbar. Jetzt macht es auch Sinn, warum es das gibt. Hatte mich schon vorher ein bisschen gefragt. Ja, 4-Zonen Klimaautomatik, wertet das Fahrzeug im Fond nochmal schöner auf, Seiten-Airbags im Fond. Natürlich, wer möchte das nicht? Ne, Standheizung und all drum dran. Also die ganzen verschiedenen Sicherheitsgurte, Ziffernblatt und so, das ist halt cool, gibt es auch in Neodym jetzt. Das finde ich passt halt richtig gut zu dem Interieur. Wo ist das denn für die Sport Chrono Uhr? Ach, Entschuldigung, das haben wir schon ausgewählt. Für die Kombi-Instrumente, da haben wir es. Ich hoffe, er aktualisiert das gleich. Finde ich, passt halt gut zum Rest vom Interieur. Ne? Multifunktionslenkrad kann man hier natürlich auch mit Glattleder anstatt dem Alcantara haben. Interiorleder gibt es auch noch Möglichkeiten, um das Fahrzeug noch weiter aufzuwerten. Das sind halt diese ganzen Porsche Exclusive Manufakturoptionen, die halt auch richtig krass ins Geld gehen. Ne? Das ist wieder Open-End bei Porsche. Aber bei dem Fahrzeug, ne? Wer erwartet's? Alcantara dasselbe, Carbon natürlich auch dasselbe, Aluminium auch dasselbe. Je nachdem, was man möchte, kann man die verschiedenen Zielelemente anpassen. Audio und Kommunikation, induktives Laden, Bose Soundsystem, hier auch gratis. Wundert mich tatsächlich, warum man das anklicken kann und nicht schon automatisch hat. Ich denke aber mal, einfach um das Fahrzeug noch so ein paar Gramm leichter zu machen. Gesamtleistung von 710 Watt. Das ist doch schon ganz ordentlich. Ja, Burmester wird es natürlich auch geben. Vorrüstung fürs Rear Seat Entertainment oder auch das Rear Seat Entertainment. Was halt ganz witzig ist, zeigt euch das mal hier in dem Bild. Das sind dann tatsächlich so eine Touchbildschirme im Interieur hinten. Beim Panamera ist das halt richtig geil. Beim Cayenne weiß ich nicht. Könnt ihr mal unten schreiben, was ihr davon haltet. Es ist relativ schnell veraltet, auf alle Fälle. Zumindest war es beim alten Panamera und Cayenne so. Ja, es ist nicht realistisch. Diese Preview, es ist nicht realistisch, was ich hier konfiguriert habe. Und auch dieses Fahrzeug ist nicht realistisch, finde ich. Aber es ist krass, dass sie es gemacht haben. Und ich hoffe mal, in der nächsten Woche kommt nicht wieder ein neues Fahrzeug, denn ich gehe in Urlaub für die nächsten 2 Wochen. Es kommt jetzt nochmal am Wochenende ein Modell-Auto-Review raus, in englischer Sprache wie immer. Und dann bin ich erstmal für 2 Wochen weg. Also müsst ihr ein bisschen geduldig sein. Es kommen auf alle Fälle coole Videos. Hockenheim haben wir noch. Was kommt? Wir haben einen 992 Targa 4 und Cabriolet. Und jetzt am Samstag drehen wir auch noch was Feines. Ich hoffe, das klappt soweit. Und deswegen will ich nicht zu viel versprechen. Aber wenn das klappt, das ist dann Porsche Endgame. Das ist schon, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich hoffe, es klappt alles. Wenn euch hier das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr das erste Mal zuschaut, lasst auf alle Fälle auch ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Allah. Ciao.